Hallo und willkommen zurück zu diesem dritten Teil des Anfängerguides meiner YouTube-Karriere hier. Nach einem kurzen Exkurs in die Allianz-Welt wollte ich euch jetzt nochmal anhand meines hiesigen Accounts zeigen, wie es weitergeht. Wir fangen oben links an und schauen einfach mal auf den Charakter. Dort findet ihr nämlich eure Stats. Hier kann man auch seinen Namen entsprechend ändern. Das machen wir jetzt einfach mal. Was nehme ich? Ja, das sollte eigentlich passen. Genau. Ja, sieht gut aus, können wir direkt machen und ist dann auch erledigt. Ihr könnt 15 Zeichen nehmen, soweit ich das einschätzen kann, und dann sollte es klappen. Wir haben uns eine Kultur ausgesucht, diese könnten wir dort tatsächlich mit dem Button auf Kultur tauschen, und wir haben auch noch die Möglichkeit, unsere Truppen uns anzuschauen. Dort ist natürlich jetzt gerade nicht ganz viel los. Aber das ist natürlich nachher wesentlich interessanter, weil ihr da auch die Hospitalkapazität sehen könnt. Und wir haben dann auch noch die Möglichkeit, bestimmte Kommandanten bestimmten Rängen zuzuordnen. Das geht allerdings erst ab einem bestimmten Fortschritt im Spiel. Diese geben euch extra Boosts. So, die Rangliste ist erst später verfügbar. Und wir können uns aber noch tiefergehend Informationen holen. Diese seht ihr zu einem Großteil auch bei anderen Spielern. Kann ganz spannend sein. Ansonsten, Erfolge werden auch erst später freigeschaltet, da kann man sich nochmal extra Belohnungen holen und diese kann man auch auf die Erfolge-Mauer packen. Hier haben wir jetzt soweit alles gesehen. Genau. Und Profilbild können wir natürlich auch noch einstellen. Entweder nehmt eins von denen, die schon eingestellt sind, oder man erstellt ein eigenes. Man kann tatsächlich auch noch welche freischalten, aber viele werden sich wahrscheinlich in irgendeiner Form ein bisschen individualisieren und sich da was raussuchen. Als nächstes schauen wir uns das VIP-Level an, ebenfalls oben links. Dieses ist einer der wesentlichen Merkmale. Darauf solltet ihr euer Hauptaugenmerk legen und man kann jeden Tag täglich welche abholen. Diese werden ansteigen über jeden weiteren Tag auf maximal 200 pro Tag. Und mit dem VIP-Level könnt ihr euch jeden Tag auch Belohnungen sichern. In diesem Fall ist es auf diesem Level ein bisschen was an Ressourcen und ein bisschen was an Erfahrungspunkten. Aber spannender sind tatsächlich diese Sonderbuffs. In diesem Fall fängt es sehr moderat an mit ein bisschen Herstellungsgeschwindigkeit, aber es steigt dann relativ schnell auf. Hier kommt schon die Sammelgeschwindigkeit dazu. Ihr könnt also schneller Ressourcen auf der Map sammeln. Und das steigt immer weiter an. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Ausbildungsgeschwindigkeit, Forschungsgeschwindigkeit, Sammelgeschwindigkeit und natürlich auch Aktionspunkteerholung. Und hier auf Level 6 haben wir dann die zweite Bauliste. Das heißt, ihr könnt 2 Gebäude gleichzeitig aufwerten oder bauen. Das verdoppelt euren Fortschritt und ist dementsprechend ein sehr wichtiger Punkt. Hier solltet ihr zusehen, dass ihr möglichst schnell zu VIP 6 kommt. Danach kann man tendenziell noch weiter gehen und sich weitere Level sichern. Es kommen immer weitere Fortschritte dazu. Gerade auf Level 10 wird es dann nochmal spannend. Ab da gibt es jeden Tag eine legendäre Kommandantenskulptur. Diese könnt ihr nutzen, um eure legendären Kommandanten in den Skills zu verbessern, was eine deutliche Erweiterung eurer Möglichkeiten ist. Auf Kommandanten gehen wir später nochmal ein. Ansonsten habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier noch entsprechend uns das Thema Ressourcen auf der rechten Seite anzuschauen. Ihr seht dort, wir haben Nahrung, Holz und Steine. Im späteren Spielverlauf kommt das Thema Gold noch mit dazu. Da kann man sich dann tatsächlich auch einen Überblick verschaffen. Diese Ressourcen braucht ihr, um Truppen auszubilden, um Forschungen zu starten, um entsprechend eure Gebäude natürlich aufzuwerten. Und diese Ressourcen sind immer rar gesät. Ich komme später nochmal darauf, wie man in einem separaten Video, wie man besser mit Ressourcen sammeln und umgehen kann, um das Ganze zu verbessern. Aber an dieser Stelle wollen wir das soweit überspringen. Ich werde jetzt mal eben die Gems soweit benutzen. Hier bitte nicht das Ganze nachmachen. Es gibt besondere Events, wo man Gems benutzen sollte. Ich mache das jetzt einfach mal hier, um euch zu zeigen, dass man das VIP-Level am besten tatsächlich mit den Gems verbessern kann. Ein Gem ist ein VIP-Punkt, so dass man hier tatsächlich viele Möglichkeiten hat. Ihr habt aber auch im vorherigen Video gesehen, man kann das Ganze auch aus den Truhen von Mitgliedern der Allianz erhalten. Dann haben wir noch darunter das Thema Events. Hier geht es
immer weiß her, es gibt immer wieder neue Events, es kommen immer wieder coole Sachen dazu. Im Moment laufen gerade welche, morgen starten aber auch schon wieder welche, sodass wir da wirklich einiges an Möglichkeiten haben und jedes Event sorgt dafür, dass ihr gut und schön nochmal zusätzliche Rewards holen könnt, entweder durchs tägliche Einloggen, durch den Spielfortschritt an sich, durch das Zusammenspiel mit anderen oder halt auch die Rekrutierung Kommandanten. Da gibt es ganz verschiedene Aufgaben. Schaut am besten selber immer wieder rein und spielt so viele Events, wie ihr spielen könnt. Viele erledigen sich von alleine, aber ihr müsst teilweise auch aktiv was tun. Und diese Ressourcen und diese Speedups und die anderen Dinge, die ihr daraus kriegt, die werden tatsächlich euren Fortschritt meistern. Auch hier gibt es am Ende zum Beispiel einen City-Skin, der sieht zum einen schick aus, zum anderen hat er Spezialfähigkeiten, die euch einfach nochmal verbessern. Und ihr habt immer eine gewisse Latte an Events. Also langweilig wird es normalerweise nicht. Events wiederholen sich auch tatsächlich immer mal wieder, sodass man nicht immer was verpassen kann, aber gerade manche sind am Anfang besonders wichtig, wie jetzt zum Beispiel hier das aktuelle oder dann auch bald auftauchend, habt ihr vorhin gesehen, den Loha oder hier das mächtigste Statthalter-Event. Dieses Event ist tatsächlich hervorragend. Hier könnt ihr enorm viele Köpfe für legendäre Kommandanten kriegen, die sind sonst sehr, sehr schwer zu bekommen. Also solltet ihr eure Speedups, eure Ressourcen in den Rucksäcken und so weiter sparen, um bei diesen Events mitmischen zu können. Ihr werdet wahrscheinlich nicht jedes mitnehmen können, aber spart einfach eine gewisse Zeit zusammen und holt euch dann etwas, was ihr haben wollt. Am Anfang geht es natürlich hauptsächlich erstmal darum, seine Stadtgebäude aufzuleveln und das Rathaus, das ist das Hauptgebäude, tatsächlich so schnell wie möglich auf Level 25 zu bekommen. Dafür müsst ihr immer wieder Aufgaben erfüllen und andere Gebäude vorab upgraden. Das seht ihr hier. Hier seht ihr auch gerade, wie das funktioniert mit den Hilfen und dass es eine sehr, sehr schöne Sache ist, weil man doch relativ schnell ziemlich weit kommen kann, ohne dass man jetzt selber Speedups hätte ausgeben müssen oder dergleichen. So dass sich der Anfangsfortschritt tatsächlich insgesamt erstmal in Grenzen hält. Die Akademie braucht man zum Forschen. Eine sehr spannende Geschichte. Auch hier sehen wir den Boost durch die entsprechenden Mitglieder meines Bündnisses. Aktuell kann ich nur 8 Hilfen holen, es geht wie gesagt bis auf 30 hoch. Wir können dann auch noch eine Burg bauen später im Zuge oder eine Schmiede. Diese sind dann wieder hilfreich, um weitere Spielabschnitte freischalten zu können und weitere Dinge machen zu können. Gerade die Burg ist sehr wichtig, die Bücher kriegt ihr nur von den Festungen, um die aufzuleveln. Ihr braucht viele davon, stellt euch schon mal darauf ein. So, ansonsten kann man am Anfang tatsächlich, solange wie Gebäude sehr günstig sind und sehr kurzweilig sind von der Ausbildungsdauer, von der Upgrade-Dauer, kann man hier tatsächlich schon mal alles so ein bisschen hochziehen. Alles, was man schon mal hat, hilft einem natürlich weiter. Grundsätzlich würde ich euch aber nicht empfehlen, immer erst jedes Gebäude aufs Hauptlevel zu bringen, sondern seht einfach zu, dass ihr nur das Notwendige macht, um das Rathauslevel aufzubessern und dieses so schnell wie möglich, so weit wie möglich nach oben zu schieben. Deshalb, hier kann man es natürlich machen, ich meine bei 19 Sekunden, das wisst ihr selber, brauchen wir da nicht lange drüber diskutieren, aber später solltet ihr schon gucken, welche Gebäude ihr wirklich braucht und erstmal diese tatsächlich upgraden. Den Rest kann man dann Stück für Stück nachholen. Ich mache das jetzt hier mal eben fix. Ihr seht, das geht alles relativ schnell, sodass wir hier wirklich noch einige Möglichkeiten haben. Und dann geht das zack, zack voran hier an dieser Stelle. Immer schön dran denken, dass ihr die Hände einlöst, also die Hilfen beantragt und währenddessen dann auch gerne selber Hilfen gebt. Ihr seht hier, ich muss noch das Hospital hochleveln auf 4, damit ich das Rathaus auf die nächste Stufe bringen kann. Das ist jetzt relativ schnell gemacht an dieser Stelle, sodass das hier jetzt kein Problem ist. Generell achtet natürlich immer darauf, euren Bündnismitgliedern genauso zu helfen. Ich mache es jetzt hier nicht, ihr seht es gerade an der Seite und auch auf meinem Bündnisgebäude entsprechend sammeln sich die Hilfen an. Da könnte ich jetzt mal eben schnell weiterhelfen. Ich drücke jetzt hier mal eben drauf, ihr seht aber auch hier schon, eine Stunde ist dann schon wieder ein bisschen was anderes. Das dauert dann schon mal ein bisschen.
Aber werdet hier jetzt nicht übermütig, lasst eure Speed-Ups, wie gesagt, erstmal liegen. Ihr werdet sie später für besondere Events brauchen. Hier jetzt nochmal zu warten, ist zwar erstmal ein bisschen nervig, aber langfristig hilft es euch weiter. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, über das Denkmal, das ist auch ein Gebäude auf eurer Stadt, verschiedene Events mitzunehmen, verschiedene Fortschritte. Das ist also quasi der Story-Modus, wenn man so will, der PvP-Story-Modus im Spiel. Hier kriegt man immer wieder für bestimmte Ereignisse, für bestimmte Aufgaben Belohnungen. Teilweise sind sie für einen persönlich, teilweise auch für alle Statthalter gemeinsam, sodass man hier teilweise auch wirklich gut zusammenarbeiten muss. Und hier haben wir die Akademie. Es gibt zwei verschiedene Bereiche. Einmal den Wirtschaftsbereich, das ist hier der obere, wo man tatsächlich schon mal viele Sachen für die Herstellung oder das Sammeln von Ressourcen kriegt oder die Beschleunigung von Gebäuden, so dass man hier tatsächlich schneller bauen kann, weniger Zeit braucht für die Gebäude. Hier seht ihr es tatsächlich an dieser Stelle. Das Ganze gibt es auch nochmal für die Forschung dann, das zeige ich euch jetzt auch nochmal eben gleich als nächstes. Der müsste ein bisschen weiter hinten sein. Achso, übrigens, diese beiden, Bewässerung und Handsäge, nicht leveln. Die findet ihr, indem ihr die Barbaren-Dörfer auskundschaftet, die sich Stück für Stück mit euren Speeren über der Karte aufdecken. Die beiden braucht ihr nicht leveln. Deckt einfach die Karte mit den Speeren auf und dann seid ihr ruckzuck damit durch und habt die beiden fertig, ohne die Zeit aufzuwenden und ohne die Ressourcen aufzuwenden dafür. Wenn ihr noch nicht ganz alles fertig habt, macht erst den anderen Zweig, das ist unsere militärische Seite, da könnt ihr neue Einheiten freischalten, Stück für Stück und diese auch noch stark verbessern. Jo, soweit, so gut. Wir gehen mal auf die Map und können uns hier mal ein bisschen was anschauen. Wir wollen mal einen Barbaren jagen. Ihr könnt hier über die Suche euch das entsprechende Level aussuchen. Ihr müsst die Level nacheinander angehen. Also wenn ihr keinen Barbaren Level 5 oder 6 gemacht habt, könnt ihr einen Barbaren Level 7 nicht angreifen. Das Klopfen, in Anführungsstrichen, von Barbaren ist eine sehr interessante Geschichte, weil man doch relativ gute Belohnung kriegt auf Dauer und hier tatsächlich dann auch einiges machen kann. Aber wir haben natürlich auch die normalen Quests, die man immer fleißig absammeln sollte und wo man oben bei der Hauptquest auch darauf achten sollte, dass man diese möglichst erledigt. Gerade am Anfang sind die sehr einfach und sie bringen gute Belohnungen, um euch vorwärts zu pushen. Da kann man wirklich mal gut das ein oder andere mitnehmen. Es gibt aber auch Tagesaufgaben, die jeden Tag neu entstehen. Diese geben natürlich auch Belohnungen, aber besonders die Kisten oben des Fortschrittes haben natürlich nochmal die Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen zu bieten und die letzte bietet sogar Edelsteine. Ein sehr spannendes Konzept. Hier am besten schauen, dass ihr jeden Tag entsprechend diese Aufgaben erledigt. Ist nicht ganz schwierig, werdet ihr relativ schnell erledigen. So, Barbarenklopferei ist zu Ende. Ihr seht, wir haben unsere Erfahrungspunkte gekriegt für unseren Sun Tzu. Wir haben aber auch Beschleuniger gekriegt und Rohstoffe gekriegt. Es sind allerdings auch ein paar Truppen ins Krankenhaus gewandert. Schwer verletzte Einheiten genesen nicht von alleine. Sie werden direkt ins Krankenhaus geschickt und dort entsprechend von euch behandelt. Ja, ansonsten genau, Barbaren kann man nur so viele kloppen, wie man auch Aktionspunkte hat. Diese regenerieren sich über die Zeit. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, zusätzliche Aktionspunkte zu kriegen über diese Flaschen. Ihr seht, ich habe 300er davon und eine 500er gibt es jeden Tag gratis. Die 500er verwendet ruhig jeden Tag, macht die APs alle, ihr braucht sie nicht sonst. Sie verfallen und ihr verliert dadurch die wertvollen Ressourcen. Aber die Flaschen, die bewahrt bitte auf, die braucht ihr für besondere Events wie das Loa-Event oder später gibt es immer noch mal einige Sachen, wo man wirklich, wirklich gute Sachen mit den APs anstellen kann. Aktionspunkten dementsprechend. Wartet dort ruhig darauf. So, wir schauen einmal ins Krankenhaus. Ihr seht das rote Symbol darüber. Wir haben unsere Truppen. Wir müssen sie mit Ressourcen heilen und es dauert auch eine gewisse Zeit. Truppen, die nicht mehr ins Krankenhaus passen, sterben. Also seht dazu, dass ihr immer entsprechend Platz habt. Gerade gegen Barbaren ist es erstmal kein Problem, weil da nicht sehr viele schwer verletzte Truppen erscheinen. Aber insbesondere das Thema Kämpfe gegen andere Spieler ist wirklich dann sehr truppenlastig, weil sehr, sehr viele Truppen ins Schwerverletzte ins Krankenhaus wandern.
Generell würde ich euch aber erstmal von Kämpfen gegen andere Spieler abraten, da es entsprechend sehr teuer ist durch die ganzen Ressourcen, die aufgewendet werden müssen für die Heilung. Und weil es tatsächlich auch so ist, wenn ihr gegnerische Städte angreift, dass ihr dort Truppen sterben lasst. Eure eigenen, wie teilweise manchmal auch die vom Gegner. Und das sind ja später eure Verbündete. Farmt lieber mit euren Truppen Ressourcen. So geht es. Ihr geht auf ein Pit, sucht euch entsprechend einen Kommandanten raus. Im besten Fall jemanden, der farmen kann, nicht so wie hier bei mir. Schickt eure Truppen los und umso mehr Truppen ihr habt, umso mehr Ressourcen bringen sie über die Zeit mit heim. Heißt, sie sind länger am Sammeln. Heißt, ihr könnt länger weg sein vom Bildschirm, ohne etwas machen zu müssen und trotzdem Ressourcen zu kriegen. Das heißt, hier solltet ihr darauf achten, dass ihr möglichst schnell eine entsprechende Truppenanzahl habt und natürlich auch die Möglichkeit habt, diese mit Kommandanten zu füllen. Über Kommandanten spreche ich gleich in einem separaten Video nochmal. Dann haben wir noch unseren Nebel. Diesen sollten wir entfernen, weil unter dem Nebel sind natürlich weitere Spieler verborgen, sind weitere Allianzen verborgen, sind besondere Städten und Orte verborgen, die man haben sollte, haben müsste. Und es gibt am Ende eine Belohnung tatsächlich, wenn man alle freigeräumt hat. Von daher kann man das ganz gut machen. Außerdem seid ihr die ersten 2 Tage vor Angriffen geschützt. Danach kann man eure Stadt angreifen. Das heißt, ihr könnt die Ressourcen teilweise verlieren. Und zwar diese welche, die nicht durch das Lagerhaus geschützt sind. Da ist erstmal ein bisschen Luft. Die Schwierigkeit ist, eure Truppen könnt ihr nicht schützen. Das heißt, wenn jemand euch angreift, dann werden eure Truppen kämpfen und dementsprechend es wird auch Verletzte geben. Und wenn das Krankenhaus dann nicht ausreicht, dann gibt es Tote geben. Man kann euch jederzeit angreifen, egal ob ihr offline seid, ob ihr schlaft, ob ihr gerade selber am Fighten seid, spielt keine Rolle. Es gibt nur Items, die sich Friedensschild nennen, die davor schützen. Generell wird es aber ruhiger später. So, ihr seht hier entsprechend, wir sind schon mal fleißig dabei, Nebel aufzudecken. Wir sehen da schon mal einen anderen Spieler, der gerade auf einen Barbaren zuläuft, an diesen grauen Symbolen zu erkennen. Und wir sehen die ganzen anderen Städte dort, die entsprechend auch schon aktiv spielen, mehr oder weniger. Hier habt ihr also wirklich eine große Community, sehr viele Spieler, einige hören natürlich auch noch wieder auf, das ist ganz typisch, aber umso länger man spielt, umso mehr schaltet man frei, umso mehr Möglichkeiten hat man, umso mehr Spielinhalte kommen auch dazu. Dazu später nochmal mehr. Und umso spaßiger wird das Ganze natürlich. Deshalb probiert euch gerne aus, seid nicht frustriert, wenn irgendwas am Anfang vielleicht nicht so klappt. Das gehört ein bisschen dazu. Und bis dahin viel Spaß. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin dann und alles Gute. Tschö.